Zwischen dem Grunewald, Berlins grüner Lunge im Westen, Zehlendorf im Süden und dem Botanischen Garten im Osten erstreckt sich Dahlem über gut 8 Quadratkilometer. Der Ortsteil im Südwesten Berlins hat selbst für kulturverwöhnte Innenstadtbewohner einiges zu bieten. So gibt es hier eine ganze Reihe von Museen von Weltrang, wunderschöne Parks, das historische Rittergut Domäne Dahlem und ein tolles altes Kino. Die 1948 gegründete Freie Universität Berlin mit ihrem Hauptcampus hier in Dahlem hat sich zu einem bedeutenden Wissenschaftsstandort entwickelt. Eine fruchtbare Infrastruktur für Gründer verschiedenster Disziplinen findet sich hier in der Altensteinstraße wieder. Wir dürfen heute zu Gast sein bei Ghost Feel It, einem Startup, das sich auf besondere Weise dem Zusammenspiel aus Mensch und Maschine verschrieben hat. Hallo Laura! Hi! Sag mal, was genau macht ihr denn bei Ghost Feel It? Wir nutzen den Tastsinn zur Informationsübertragung. Also im Endeffekt das, was das Handy macht, wenn es einem über eine Vibration mitteilt, dass man angerufen wird oder eine SMS bekommen hat, nur eben ein bisschen komplexer in anderen Settings wie im Auto oder als smartes T-Shirt. Wie seid ihr auf den Namen gekommen? Ich weiß nicht, ob du vielleicht Ghost in the Shell kennst. Filmkritiker. Dann natürlich. Und da geht es ja darum, dass man quasi Maschinen eine Seele gibt. Und das hatten wir so ein bisschen überlegt. Das ist the ghost in the shell, also das, was man fühlen kann, das, was einem tatsächlich verbindet. Hast du denn ein konkretes Anwendungsbeispiel, wo man eure Arbeit dann im Alltag wiederfinden würde? Wir haben zum Beispiel mit Mercedes ein Projekt gemacht, das wir im Februar ausgestellt haben. Dabei ging es darum, dass man Navigation über Vibration eben ergänzt. Das hat einem dann der Sitz gesagt, in 200 Metern rechts abbiegen oder jetzt rechts abbiegen in einer anderen Vibrationsmuster. Und dadurch konnte man eben ohne sozusagen auf das Navi zu schauen oder zu hören, wissen, wann und wo man abbiegen muss. Was sind dann noch weitere Anwendungsbeispiele? Die sind riesig. Also das kann von Physiotherapie-Ergänzungen, wie man seine Übungen richtig macht, bis hin zu besserem Sprachenlernen, alles theoretisch angewandt werden. Ist das nicht besonders für Gehörlose oder für eben eingeschränkte Personen super hilfreich? Klar, also ich meine, das ist natürlich das Erste, an was man denkt, wenn man einen anderen Sinn nicht oder nicht so gut verwenden kann, dass man das dann sozusagen auf einen anderen substituiert und dann den Tastsinn sozusagen nutzt, anstatt eben zu sehen oder zu hören, diese Information. Aber das kann eben dafür natürlich extrem hilfreich sein, aber auch für, sage ich mal, alle Menschen extrem hilfreich sein. Wenn man den Tastsinn auch noch als Informationskanal nutzt, dann kann man Informationen viel einfacher wahrnehmen und hat nicht so diesen Informationsüberfluss. Laura, Ghost Feel It, das machst du ja nicht alleine. Ihr seid ja, glaube ich, 2, soweit ich weiß, seit eurer Gründung. Wer gehört noch dazu und wie habt ihr euch kennengelernt? Genau, das habe ich zusammen mit Isabella Hilmer gegründet, eine Freundin von mir, mit der ich noch zusammen auf der Schule war. Und das hat sich super ergänzt, weil sie so diese psychologische und Designkomponente hatte und ich eben vom Ingenieurshintergrund komme. Und wir hatten zusammen diese Idee aufzubauen, dass man eine Prothese fühlbar machen könnte. Und so hat das Ganze angefangen, dass wir von der Prothese und dieser Fühlbarmachkeit eben auch in andere Bereiche gekommen sind und jetzt hier sind, wo wir sind. Vielen, vielen Dank, Laura. Dann ganz viel Erfolg euch natürlich und danke, dass wir auf eure Arbeit schauen durften. Gänzlich undigital, ja geradezu real geht es jetzt weiter, denn wir wollen herausfinden, wie lebt es sich eigentlich so in Dahlem zwischen universitärem Trubel und vornehmer Eleganz. Ich mag das unheimlich gerne, weil es schon urban ist. Es gibt auch Restaurants, wo man hingehen kann und trotzdem ist es so ein bisschen ländlich. Früher waren viel Ältere, jetzt sind viele Familien mit Kindern, ne? Ja, wir sind sehr stolz auf die Uni. Bringt natürlich auch ein bisschen junge Leute in den Ort, sonst wäre es ja noch ein bisschen, wenn ich mal sagen darf, verpupster. Dahlem ist für mich ruhig und einer der schönsten Orte in Berlin. Die FU Berlin hat sich auf die Fahne geschrieben, Anwendungsideen für ihre Forschung zu entwickeln und zu fördern. Forschungsergebnisse sollen dann mit etablierten Unternehmen geteilt oder ganz konkret Unternehmensneugründungen unterstützt werden. Im Inkubator sitzt das Team von Profund Innovation, einer Außenstelle des Digital Entrepreneurship Hubs sowie bis zu 25 Gründerteams, darunter die eben genannten Ghost Feel It.
Profund Innovation ist der Gründungsservice der Freien Universität Berlin und wir kümmern uns darum, Studierende, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sowie Alumni beim Start in die Selbstständigkeit zu unterstützen. Der Fokus liegt dabei auf technologie- und wissensbasierten Unternehmensgründung. Ja, wir sitzen hier im ehemaligen Astronomischen Recheninstitut. Hier wurden früher die Laufbahnen der Planeten berechnet und daraus wurde der Kalender abgeleitet. Heutzutage ist es ein moderner Inkubator, in dem bis zu 25 Startups sitzen, die währenddessen an dem Einstieg mit ihrer Geschäftsidee in den Markt arbeiten und von uns unterstützt werden. Das heißt, wir haben Beraterinnen und Berater im Team, wir helfen bei der Finanzierung der Startups, wir stellen das Netzwerk her, welches notwendig ist, und wir haben die entsprechenden Räumlichkeiten und Infrastrukturen, die Startups in dieser Phase benötigen. Viele Startups haben wir im Moment im Bereich E-Health, Mental Health. Das liegt zum Beispiel daran, dass wir eine sehr starke Psychologie haben, dass wir die Charité als medizinische Einrichtung auch mit unterstützen und beispielsweise eine Mathematik-Informatik haben, die eben notwendig ist, um die technologischen Innovationen zu entwickeln. Neben Ghost ist ein Beispiel das Startup Aumio. Aumio entwickelt eine Achtsamkeits-App für Kinder. Einer der Gründer, der Jean Ochel, litt selber an ADHS und hat im Rahmen seiner Masterarbeit diese App entwickelt, evaluiert und soll dabei helfen, eben ADHS-Kinder möglichst präventiv zu unterstützen. Ja, Dahlem wird ja sehr stark geprägt durch die Freie Universität Berlin. Deshalb ist es natürlich für uns als Inkubator auch wichtig, selbst in Dahlem auch angesiedelt zu sein, aufgrund der Nähe zur Universität. Ich schätze Dahlem sehr, auch weil es sehr grün ist. Der Botanische Garten direkt nebenan liegt und ja, es relativ nah noch am Zentrum ist Berlins, man aber auch schnell wieder draußen ist, außerhalb Berlins, beispielsweise in Potsdam. Der Verlust biologischer Vielfalt hat in den letzten Jahren dramatische Formen angenommen. Die Initiative Blühender Campus bzw. das damit verknüpfte Forschungsprojekt Citizen Science der FU Berlin hat sich vorgenommen, dieses Thema stärker in den Fokus der Öffentlichkeit zu rücken. Wir sehen hier hinter uns die Flächen, die wir jetzt seit diesem Frühjahr anders bewirtschaften, sodass es zum einen eine große Anzahl von Arten gibt, das heißt auch eine hohe genetische Vielfalt, aber auch eine strukturelle Vielfalt. Das heißt, wir wollen viele verschiedene Nutzungsmuster in der Wiese haben. Also das Projekt läuft seit letztem Jahr. Vorletzten Jahr war alles hier 9-mal eben gemäht, alles relativ kurz, relativ knapp. Und dann haben wir uns letztes Jahr zusammengesetzt und haben uns 10 Flächen ausgesucht hier auf dem Campus, die nicht mehr gemäht werden sollen, beziehungsweise weniger als 2-mal im Jahr. Der Hauptunterschied zwischen den gemähten und ungemähten Flächen ist, dass auf den ungemähten Flächen eine viel höhere Anzahl an Nahrungsmöglichkeiten gibt, an Nistmöglichkeiten. Selbst das Mikroklima ist unterschiedlich durch verschiedene Bodenfeuchtigkeit, Speicherungsmöglichkeiten. Wir haben hier schon nach dem einen Jahr eine relativ große Vielfalt an Pflanzen. An Tieren ist jetzt im Moment schon nicht mehr so viel zu sehen, aber es gibt hier viele Arten von Weißlingen, den Icarusbläuling und auch sehr viele Wildbienenarten. Es tut übrigens auch sein Übriges für ein gutes Klima. Wir haben hier viel mehr Feuchtigkeit, die in der Stadt gehalten wird und auch in heißen Sommern dafür als Ausgleich dienen kann. Das Projekt hat das Label Citizen Science, weil jeder hier mitmachen kann und auch herzlich willkommen ist. Wir haben dafür 2 Projekte, einmal das Tagfalter-Monitoring und auch das iNaturalist-Projekt, wo jeder mit seiner App ganz einfach hier mitmachen kann. Die Ziele sind jetzt natürlich, dass wir mit der FU verhandeln, dass wir unser Projekt auf die gesamte FU ausweiten können und perspektivisch dann vielleicht auch als Modellprojekt für die Stadt dienen können. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Folge Einfach dein Kiez. Wir hoffen, ihr hattet Spaß mit ihr und konntet neue Einblicke gewinnen in die Berliner Mikrokosmen. Wir freuen uns natürlich über ein Like, genauso wie über ein konstruktives Kommentar. Weitere Folgen findet ihr übrigens hier. Schaut sie euch gerne an.